Willkommen zur nächsten Folge von mysupra.de. In dieser Folge zeige ich euch, wie wir die ganzen Vorbereitungen treffen, um den Motor auszubauen, wo mir dann auch ein paar Kollegen helfen werden, wie ich im Prinzip einfach die Kühlflüssigkeit vom Kühler und alles schon mal ablasse, wie ich den kompletten Kühler ausbaue, wie ich die Domstrebe wegnehme und wie ich eventuell schon anfange, innen bis in den kompletten Kabelbaum zum Motorraum hin zurückzuziehen, dass wir da einfach relativ leichtes Spiel haben, wenn Motor und alles draußen ist, auch das komplette Interieur davon zu befreien. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und bleibt dabei. Also ich werde jetzt mal alles soweit vorbereiten, nachdem ich schon mal die Domstrebe weggenommen habe, und werde versuchen, einfach die Kühlflüssigkeit abzulassen und den kompletten Kühler rauszunehmen. Ich habe es jetzt auch noch nie gemacht, das heißt, ich verlasse mich jetzt einfach mal auf die Aussagen von den Kollegen. Ich werde jetzt erstmal unten einen Eimer drunter stellen, den kleinen Schlauch öffnen, die komplette Kühlflüssigkeit ablassen. Wenn alles abgelassen ist, oben den Schlauch öffnen, dann kommt wahrscheinlich noch ein bisschen was nachgelaufen, und dann hingehen, die Halterung vom Kühler lösen und den kompletten Kühler nach oben hin rausnehmen. Natürlich auch wie bei den ganzen anderen Geschichten, achtet drauf, wirklich alles sauber beschriften, dass ihr, wenn ihr euer Projekt nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach 2 Jahren wieder zusammenbaut, dass ihr da auch wirklich noch den Überblick habt, und macht einfach vorher so viele Bilder wie möglich, lasst vielleicht eine Kamera mitlaufen, setzt euch eine GoPro auf den Kopf, irgendwas Kleines, damit ihr einfach wisst, wenn ihr das Ganze wieder zusammenbaut, wo was hingehört. Okay, da kommt schon mal gar nichts. Dann werde ich mal die andere Schelle hinten öffnen, in der Hoffnung, dass da was rauskommt. Stecke ich den erstmal wieder dran und switch schnell zur anderen Seite. So, hier kann ich schon mal lösen. Jetzt hoffe ich, dass, wenn ich den rausziehe, dass dann einfach alles rauskommt. Aber ohne Gewehr. Treffer. Ich mache jetzt oben auf. Ja. Dann seht ihr da, es kommt noch viel, viel mehr. Wenn ich jetzt natürlich nachher den Kühler ausbaue und nach vorne kipp, dann kommt wahrscheinlich nochmal ein ganzer Schwall raus, weil jetzt kommt gerade nicht mehr viel. Also am besten Eimer stehen lassen. Ja, da ist das Gewinde runter, muss ich den Raum ziehen. Die Schelle könnt ihr einfach nach hinten schieben und auch wieder fixieren. Dann verliert ihr die schon mal nicht. Und hier dürfte jetzt nicht wirklich was rauskommen, wenn ich den Schlauch löse. So, ist ein bisschen feucht, aber eben sollte nichts rauskommen. Könnt ihr zur Not einen Lappen rein, ein Papiertuch, falls es ein bisschen tropfen sollte. Aber wichtig ist, dass er Luft von oben her hat. Das hat er ja schon durch das, dass ich vorhin den Deckel weggenommen habe. So, da haben wir das einfach schon mal verschlossen, haben da ein bisschen was drin. Hier sieht es soweit sauber aus, Ablagerung hat es auch nicht wirklich, ganz leicht, aber ich glaube, das ist so normal. Und unten können wir jetzt einfach laufen lassen. Das dauert jetzt ein paar Minuten. Sobald alles komplett abgelaufen ist, bin ich wieder bei euch. Ich werde jetzt erstmal hingehen und diese komplette Abdeckung wegnehmen. Heißt, ich werde hier oben, hier, unten rechts, unten links jeweils eine Schraube lösen und gucken, ob ich die komplette Plastikabdeckung eigentlich an dem Ventilator in dem Sinne vorbeikriege, und werde danach schauen, dass ich die Halter lösen kann, um wirklich den Kühler erstmal nach vorne zu kippen, dass die restliche Flüssigkeit rausläuft,
und danach schauen, dass ich in dem einen Stück vielleicht die Stopfen noch zumache und danach schauen, dass ich in einem Stück wirklich gerade nach oben wegnehme, die Samtko-Schläuche vielleicht ein bisschen drehen kann. Hier habe ich es jetzt zumindest mal schon mal abgedichtet und schauen, dass ich da nicht den ganzen Boden versaue. Die Flüssigkeit ist soweit jetzt abgelaufen. Das ist ein 10 Liter Eimer, so wie scheint sind jetzt so halb, dreiviertel voll. Also ich schätze mal, dass jetzt so 6,5 Liter ungefähr raus sind. Ich weiß nicht, was vom Motor oder jetzt aus dem Kühler noch alles rauskommt. Das werden wir dann sehen, sobald ich ihn kippen werde. So, das ist schon mal das Plastikteil. Einfach die Abdeckung eigentlich als Schutz nach oben hin vom Lüfter. Und werde jetzt schauen, dass ich unten die ganzen Schläuche abhänge. Beziehungsweise ich werde mal noch den Stecker abziehen. Hier oben ist noch ein kleiner Ausgleichsschlauch, der, so wie es aussieht, hier in so einen Überdruckbehälter geht. Werde den auch noch separat abhängen. Wenn ich ihn abkriege, habe ich. Und werde jetzt eigentlich mal versuchen, den Kühler von unten her dann, beziehungsweise erst noch den Stecker beschriften und werde dann den kompletten Kühler nach rausnehmen. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier eigentlich noch den kleinen Schlauch, der von hier nach drüben geht und gleichzeitig hier den Stecker, den ich gerade eben schon gelöst habe. Den werde ich jetzt nochmal separat beschriften, dass wir einfach da sicher sind, wenn wir später den kompletten Kabelbaum entfernen, wo die Geschichte auch hingehört. So wie es aussieht, ist er wirklich nur hier oben befestigt. Das heißt, unten steht er leicht in so Gummidämpfern drin, in so Gummistopfen. Das heißt, ich werde die jetzt hier oben rechts und links lösen, ihn leicht nach vorne kippen, dass die ganze Flüssigkeit rausläuft und schauen, dass ich mir vielleicht nicht den ganzen Boden versorge. Und so wie ich es mir gedacht habe, sobald ich den Kühler ein bisschen nach vorne kippe, wird noch mehr Flüssigkeit rauslaufen. Ich kann jetzt aus den Halterungen vom Dämpfer nehmen und kann den ganzen Kühler ein bisschen kippen, dass noch mehr Flüssigkeit rausläuft. Wie ich es jetzt auch unten gemacht habe, werde ich einfach gerade mal die ganzen Öffnungen ein bisschen verschließen. Werde danach den kompletten Kühler einfach mal in den Plastiksack packen, dass es mir nicht hier alles voll sifft, und werde den dann separat mal auf die Seite stellen. Wichtig ist, markiert alle Schrauben. Schraubt alle Schlauchschellen wieder dran. Einfach damit ihr, wenn ihr nachher den Motor wieder zusammenbaut, wisst, wo alles hingehört. Sonst habt ihr das ganze Problem und wisst nicht mehr, wie, wo war welche Schraube an irgendeiner Stelle, an irgendeiner Position, und steht eigentlich ein bisschen blöd da. Macht hunderte von Bildern von jedem Stecker, beschriftet jeden Stecker, seid da wirklich detailliert und seid wirklich sorgfältig. Sonst habt ihr das Problem. Ich habe es von Anfang an vom Auto gemacht bis jetzt und ich werde es auch durchgehend weitermachen. Jedes Kabel einfach beschriften und ihr seid safe. Ich werde jetzt hier hingehen und werde das komplette Rohr noch abschrauben, dass einfach, wenn wir den Motor rausnehmen, so viel Platz wie möglich haben, um den kompletten Motor nach vorne hin rauszunehmen. Auf der rechten Seite bin ich mir ein bisschen unsicher mit der ganzen Geschichte vom Bremskraftverstärker bzw. mit der Servolenkung. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal schauen, dass ich so viel Sachen außenrum wie möglich abbauen kann. Hier auch noch die ganzen Muttern und alles wegnehmen. Fahrwerk bzw. die Achse vorne und hinten werden wir definitiv dran lassen, damit ich nachher einfach das Rolling Chassis habe, um es zum Trockeneisstrahlen zu bringen. Aber prinzipiell einfach so viel wie möglich weg. Auch innen noch ein paar Geschichten weg mit Kabelbaum und Co. Aber dazu komme ich nachher nochmal. Jetzt erstmal den kompletten Schlauch hier vorne weg, den Schlauch hier vorne weg, dass wir so viel Platz wie möglich außenrum bekommen. Okay. Hier unten ist auch wieder ein Stecker dran. Den werde ich jetzt auch nochmal separat beschriften. Dass da nicht zu viel raustropft, wenn überhaupt was raustropft. Dann seid ihr da auf der sicheren Seite, wenn ihr einen Motor rausnehmt und ihn kippt oder ähnliches, dass euch nicht die ganze Plörre entgegenkommt, falls doch noch was drin sein sollte. Hier vorne gibt es jetzt noch den Ausgleichsbehälter, der am Kühler angeschlossen war. Den werde ich jetzt auch mal noch separat abschrauben.
Ich muss gerade schauen, was hier noch alles an Elektrik dranhängt, aber ich glaube, es ist wirklich nur der Behälter, der hier an der einen Schraube fixiert ist. Hier der Ausgleichsbehälter. Ich habe jetzt oben mal den Stutzen schon mal abgenommen. Ein klein bisschen Flüssigkeit, wie ihr seht, ist drin. Die werde ich jetzt auch noch kurz in den anderen Eimer packen. Und das Ganze mit zum Kühler dazu. Man hat ein klein bisschen Ablagerung drin, aber es ist nicht gravierend. So, einmal leer, stopfen es drauf. Und jetzt werde ich es auch separat eben wieder schön beschriften. Das habe ich schon. Und werde ihn separat wieder in eine Tüte packen.